Vor ein paar Tagen habe ich euch den neuen Xtool M2 Colorcraft Laser erstmals ganz kurz vorgestellt. Und viele wollten natürlich wissen, wie gut funktioniert das Ganze denn wirklich? Und genau das schauen wir uns heute mal gemeinsam genauer an. Denn der M2 ist nicht nur ein einfacher weiterer Diodenlaser, sondern Xtool verfolgt hier ein komplett anderes Konzept mit dem M2. Der M2 soll vor allem eins sein: ein Laser für kreative Projekte, der möglichst einfach funktioniert und absolut anfängertauglich ist. Plug and Play und loslegen. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und ja, ich hoffe, ihr habt den ersten Teil gesehen. Da habe ich eine kurze Zusammenfassung gemacht, was der Laser alles können soll. Ja, und genau auf dieses Soll gehen wir nämlich heute drauf ein. Wir werden diese ganzen Sachen einfach mal ausprobieren. Wir werden drucken, wir werden Laser schneiden, wir werden gravieren. Und das Ganze werden wir natürlich alles heute mal in diesem Video durchtesten. Denn die Idee hinter dem M2 ist eigentlich ziemlich spannend, muss ich sagen. Man versucht hier mehrere Dinge in einem einzigen Gerät zu kombinieren. Also, was bedeutet das? Der M2 kann direkt auf Materialien drucken. Also Vollfarbdruck direkt auf Holz, Papier, Filz und anderen Materialien. Aber im gleichen Arbeitsschritt, im gleichen Workflow können wir auch noch Laser schneiden und Laser gravieren. Das heißt, wir können gleichzeitig erstmal drucken, dann Holz schneiden oder auch gravieren. Und das alles in einem Gerät. Und genau diese Kombination macht den M2 ja gerade so interessant, finde ich. Eins klären wir jetzt gleich mal am Anfang. Für wen ist der M2 denn gedacht? Nicht, dass ihr Profis da draußen nämlich dann am Schluss enttäuscht seid. Denn der M2, der richtet sich, ich sage jetzt mal in erster Linie, nicht an die klassische Industrieanwendung oder an Anwender oder an die Laserprofis von euch da draußen, sondern dieser Laser richtet sich eher an die Anfänger, für kreative Leute, für den Bastelbereich, für Familien, für kleine Businesses, vielleicht auch für kleine Etsy-Anwendungen, für Do-it-yourself-Menschen und so weiter und so fort. Für das ist der Laser gedacht, denn Xtool versucht jetzt hier ganz klar mit dem M2 die Lasertechnik einfacher zu machen und zugänglicher zu machen. Das heißt also auf Deutsch weniger Technikfrust und schneller bis zum fertigen Ergebnis. Ihr seht jetzt auch gleich mal hier eine Laserschutzklasse 1, also der Laser ist mit dem Gehäuse Laserschutzklasse 1, also wirklich absolut für jeden geeignet. Und jetzt kommen wir zu den tollen Punkten. Der M2 hat Dualkameras verbaut, also das heißt, wir haben hier zwei Kameras verbaut. Ihr seht einmal hier eine Kamera, das ist eine Nahbereichskamera, wo man wirklich aus Detail dann wirklich das Ganze abfotografieren kann bzw. abfilmen kann. Denn wir haben mit diesem Kamerabild nämlich eine Live-Vorschau, das ist mal richtig toll. Und wir haben aber noch eine Weitbereichskamera. Wenn man den Deckel nochmal schließt, sieht man die hier oben am Gehäuse oder am Deckel, sieht man diese Kamera, der praktisch diesen kompletten Bereich abdeckt. Es gibt verschiedene Lasermodule, die man hier anstecken kann. Das Tolle daran ist wirklich, man braucht hier nur einen Stecker ziehen, hier einmal schon Stecker ziehen und dieses Lasermodul praktisch mit Magnet abmachen und schon kann ich das Ganze tauschen. Es gibt drei verschiedene Lasermodule. Wir haben es hier das 10 Watt verbaut, ein 20 Watt für schnellere Verarbeitung gibt es auch noch und dann gibt es noch ein 3 Watt Infrarot Lasermodul, womit wir dann praktisch noch Metall und so weiter gravieren können. Dann haben wir noch dieses 4-Farbdruckmodul hier. Hier die Patrone, wenn man das jetzt hier öffnet, sieht man die Patrone, die kann man dann hier wechseln und das ist ein Vollfarbdruck. Das Tolle daran ist, dass wir alles in einem Arbeitsschritt machen können. Der Laser sagt euch wirklich alles automatisch. Angenommen, ihr habt jetzt ein Holzstück, was wir natürlich nachher mal probieren wollen. Ihr druckt das Ganze, der Laser fährt dann in die Ecke und sagt dann alles in der Software Bescheid, macht dann diesen Deckel hier automatisch wieder drauf. Ihr könnt dieses Modul abnehmen, könnt das Dioden-Lasermodul zum Beispiel hinmachen und auf den Startknopf drücken und der Laser arbeitet dann wirklich ganz genau weiter und alles in einem Arbeitsschritt. Dann haben wir noch eine andere Option und zwar mit einem Rotario bzw. mit einem Chuck hier das Ganze zu machen. Da können wir runde Sachen belasern. Aber wie soll das Ganze funktionieren hier? Das ist berechtigte Frage. Dann gibt es nämlich trotzdem eine Möglichkeit und die will ich euch natürlich nachher zeigen. Denn ich kann es momentan im aktuellen Stand einfach noch nicht sagen, ob es eine Lasererhöhung geben wird. Aber die brauchen wir in diesem Fall mit diesem Chuck hier nicht, denn es soll trotzdem funktionieren. Und das wollen wir natürlich nachher mal ganz genau probieren, wie das funktionieren soll. So, wenn wir den Laser jetzt mal umdrehen, haben wir eigentlich gar nicht mehr viel, was wir hier anschauen können. Ein- und Ausschalter
Computeranschluss, Stromanschluss, das ist sehr, sehr wichtig. Auch gerade für die Anfänger für euch da draußen, die noch nie einen Laser bedient haben. Natürlich entsteht da drin giftige Gase, giftige Dämpfe, die gesundheitsschädlich sind. Dafür ist dieser Abluftventilator gedacht. Dieses muss natürlich entweder nach draußen geleitet werden. Noch besser ist es natürlich, wenn ihr ein Filtersystem habt. Das wird dann wirklich komplett hier durchgefiltert, wie von Xtool zum Beispiel der AP2 hier, den wir auf dem Tisch stehen haben. Dort leitet ihr die schlechte Luft rein und gute Luft kommt bei diesem AP2 dann am Schluss dann raus. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig, wenn wir schon mal bei der Thema Sicherheit sind. Ein zweiter Sicherheitspunkt ist natürlich, ihr startet hier einen Auftrag und denkt dann, ich gehe mal mit dem Hund einmal schnell einen Gassi. Nee, bitte Leute, passt da drauf auf. Es kann immer irgendwas passieren und im Notfall könnt ihr einfach eingreifen. Heißt, lasst den Laser niemals unbeaufsichtigt, wenn ihr damit arbeitet. Ein dritter Punkt wäre normalerweise eine Laserschutzbrille. In diesem Fall brauchen wir das Ganze nicht. Wir haben hier ein Laserschutzglas hier verbaut, also die können wir uns auf jeden Fall mal sparen. Diesen kleinen Anschluss habe ich noch ganz vergessen. Das ist der Anschluss für das automatische Feuerlöschsystem, das ihr optional erhältlich auch noch bei Xtool erwerben könnt. Da hinter diesem Gehäuse verbirgt sich auch ein verbauter Air Assist, welcher sich dann praktisch hier in diesem Schlauch hier verbirgt. Dort kommt dann praktisch die Luftunterstützung für den Laser an. Aber wir schauen uns das Ganze jetzt mal im Xtool Studio mal genauer an. Im Endeffekt müsst ihr nichts machen, außer den Laser auszupacken, Strom anzuschließen und den Laser mit dem Computer verbinden. Dann startet automatisch, wenn man das Ganze öffnet, die Xtool Studio Software startet, kommt dann automatisch die Kalibrierung. Die kann ich jetzt euch leider nicht mehr zeigen, aber man kann sie dann nochmal nachträglich dann auch nochmal machen. Das heißt, das Ganze da muss man dann das da kalibrieren und das kalibrieren. Das heißt, einmal die Kamerapositionsgenauigkeit kalibrieren und einmal so ein Wackeltest, eine Vibrationskalibrierung ist es noch. Und wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann startet nachher nochmal ein Tutorial könnt ihr nochmal machen. Das machen wir gleich nachher nochmal. Aber zuvor will ich dann euch nochmal zeigen, so schaut dann die Oberfläche im Endeffekt aus. Und dann haben wir hier die Automatisierung, können wir dann machen. Also wie gesagt, mit diesem Code, was wir dann von Xtool bestellt haben, dieses Material zum Beispiel, das können wir jetzt gerade mal machen. Ich habe jetzt mal gerade dieses eingelegt. Und zwar, wenn ich jetzt dann praktisch auf Start klicke, aktivieren, starten. Jetzt habe ich das Material hier eingelegt und jetzt macht der Laser alles automatisch. Das warten wir mal ganz kurz ab. Das heißt, er fotografiert das Ganze, sieht dieses Logo, er weiß genau, welches Material ist und ja, dann macht er alles automatisch. So, jetzt kommt nochmal eine Abfrage. Ist das jetzt 3 mm Sperrholz? Anwenden ist okay. Jetzt wisst ihr dann ganz genau, da liegt jetzt 3 mm Sperrholz drin. Er hat den Autofokus automatisch gemacht und er hat jetzt die ganzen Lasereinstellungen gemacht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt mal hier mein Logo lasern würde, dann macht er das alles automatisch. Liniengravur, praktisch die Werte hat er automatisch gezogen. Hier seht ihr beim Gravieren 80, 200. Wenn man jetzt hier nochmal draufklickt, kann man nochmal sagen, ich will es heller graviert haben, dunkler graviert haben. So könnt ihr das praktisch dann nochmal anklicken. Ich sage jetzt mal das ändert sich dann hier alles mit. Und so ist das einfach wirklich absolut für jeden Anfänger geeignet. Natürlich müsst ihr noch ein bisschen selber noch ein bisschen rumspielen mit den Einstellungen. Die müssen nicht 1000%ig stimmen, aber das ist schon mal ein Schritt, in welche Richtung ihr gehen könntet von den Einstellungen her. Ebenso kann ich natürlich das Ganze auch selber raussuchen. Wenn ich jetzt praktisch dieses Material von Xtool nicht habe, kann ich genauso auch sagen, in die Materialbibliothek kann ich da reingehen, kann jetzt hier verschiedene Materialien anklicken oder so weiter. Das kann ich zum Beispiel auch sagen, 6 mm Pappelsperrholz oder sonst irgendwas anwenden, klicken. Dann übernimmt es mir eigentlich dann auch diese Einstellungen. Ihr seht jetzt dann aber auch, dass es nicht immer, ich sage jetzt mal, nicht vielleicht immer stimmen muss. Dann müsst ihr einfach selber mal ein bisschen nochmal rumspielen an diesen Einstellungen. Und schon könnte man theoretisch loslegen. Ich würde aber mal sagen, wir machen das jetzt mal raus, dieses Logo, und werden uns jetzt mal dieses Tutorial anschauen. Das würde ich euch definitiv empfehlen, wenn ihr absolute Anfänger seid. Da könnte man zum Beispiel jetzt mal so eine Grußkarte gestalten. Also das könnte man dann einfach sagen, ich klicke jetzt die Grußkarte an, mache Tutorial starten und die Software nimmt euch wirklich komplett an die Hand und zeigt euch, wie das Ganze funktioniert. So, Vorbereitung, Laserkopf installieren, haben wir schon drauf. Also die 10 Watt sind jetzt drauf bei mir. Klicken wir auf Weiter. Und jetzt wird es hier nochmal wirklich komplett im Detail
erklärt, wir legen jetzt hier 2 Blätter Papier hin, die kleben wir das fest. Das mache ich jetzt mal schnell. Und wichtig ist, das zeige ich euch gleich nochmal, diese Punkte dürfen nie abgedeckt werden. Und zwar geht es hier um diese 4 Punkte, die dürft ihr niemals abdecken, weil dort dann auch die Kamera und das Ganze hier kalibriert wird und so weiter und so fort. Also das muss das Gerät definitiv erkennen. So, jetzt haben wir natürlich den Fall, wir haben jetzt hier noch kein Honeycomb. Es soll angeblich ein Honeycomb dann geben. Zum Videodreh gab es noch kein Honeycomb. Das heißt, ich werde hier eine Unterlage benutzen. Ich werde hier ein Blechchen reinlegen, denn ich möchte einfach mal diese Unterlage einfach schonen. Man kann da theoretisch auch drauf schneiden und das Ganze. Aber ihr seht es dann schon, hier wird es dann ein bisschen kratzig oder so. Und deshalb lege ich hier einfach ein Blech drunter und genau diese Größe, lege es dann einfach hier rein, Punkte nicht abgedeckt und werde jetzt meine Papier oder meinen Karton hier einfach mal reinlegen und das Ganze dann mit dem Kreppband festkleben. Erledigt, weiter geht's und jetzt geht es mit dem Tutorial los. Also total easy für jeden Anfänger geeignet. Müsst ihr einfach da durcharbeiten. Flache Oberfläche ist in Ordnung. Da müssen wir das Material einstellen. Haben wir ja schon drin gehabt eigentlich. Karton anklicken, anwenden. Dann machen wir nochmal ein Foto. Hat's eigentlich auch schon gemacht, dieses Foto. Beim Deckel schließen macht's aber nochmal, nur dass es einfach mal lernt. Dann die Dicke, könnt ihr da drauf klicken. Zack, bumm. Misst der Laser, fährt jetzt an diese Stelle hin, misst die Dicke von diesem Karton und dieser Unterlage. Also wir haben 0,75 mm, alles in Ordnung. Jetzt können wir noch den Text bearbeiten. Mit Doppelklick können wir draufgehen, schreiben wir da einfach Gipfelholz rein. Ist ja wurscht, was jetzt drin steht, nur mal zum Testen. Fertig, weiter. Okay, so, dann können wir die ganze Position hier anpassen. Das heißt, man kann das jetzt verschieben, so wie das passt, drauf passt. So wie es dann geschnitten wird, also ihr seht, was geschnitten wird, das wird geschnitten, da wird nur eine Kante reingraviert und so weiter. Verschiebt ihr das Ganze, wie es halt einfach passt. Fertig und weiter. Und ja, überprüfen, verarbeiten und jetzt können wir eigentlich dann schon Prozess klicken. Außer ihr möchtet halt dann noch irgendwelche Änderungen machen, zum Beispiel, na, es geht jetzt gerade nicht, müsste ich raus. Also ihr könnt jetzt, wenn ich die Schriftart nochmal ändern will, dann mache ich das Ganze jetzt auch nochmal. Ich muss jetzt nur mal das abbrechen. Jetzt ändere ich doch nochmal die Schriftart, weil irgendwie gefällt mir das nicht. Und ja, dann macht es der Prozess. Alles ist dann schon eingestellt hier und gut ist. Und ich finde es richtig cool eigentlich, was man da alles mitmachen kann. So, machen wir einfach Gipfelholz in dieser Schriftart. Und ihr seht es jetzt selber, es ist alles richtig eingestellt. Die Leistung, die Geschwindigkeit. Wir machen ja hier eine Gravur, wir machen hier einen Schnitt, wir machen hier einen Schnitt. Das ist alles eingestellt. Wir brauchen jetzt nur noch Prozess klicken. So, und nach ein paar Minuten hat man schon seine fertige Karte, alles ausgeschnitten. Jetzt ist mir nur eins aufgefallen, ich zeige es euch mal, ich hoffe, ich kann es euch zeigen. Ganz leicht muss man noch die Einstellungen anpassen, es kommt immer aufs Material drauf an. Ich habe da einen minimalen Schmauch da oben drauf. Ihr seht es jetzt gerade, aber das kann man einfach anpassen und da muss man sich ein bisschen Erfahrungswerte einfach sammeln. Ihr seht es ist schön ausgeschnitten und jetzt holen wir mal den Rest raus und klappen die Karte mal zusammen. Wir wollen jetzt mal den nächsten Schritt machen bei diesem M2 und zwar wollen wir drucken und schneiden in einem. Also ihr seht es jetzt gerade, ich habe da schon was vorbereitet und jetzt fragen mich bestimmt ein paar Leute, ja, wo kriege ich denn die ganzen schönen Sachen her, die schönen Logos her oder sonst irgendwas. Ich habe da noch was anderes vorbereitet und zwar habe ich das schon gemacht, das ist hier ein 3D-Puzzle, wenn man das jetzt mal wegschiebt. Seht ihr dieses Puzzle, den Puzzleschnitt hier. Das habe ich jetzt schon gemacht, das zeige ich euch nachher dann nochmal. Wie habe ich das Ganze gemacht, dieses Bild zu gestalten? Das ist auch so einfach im Studio. Man kann nämlich über Atom ist die Seite von Xtool, die dazugehört. Und da seht ihr das mal, man kann sich da anmelden und man kann so viele tausende kostenlose Muster runterladen. Also Wahnsinn, da findet bestimmt jeder was. Ich werde es natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken. Tausende Möglichkeiten. Aber ihr müsst natürlich schon noch ein bisschen darauf achten. Und zwar habe ich, hier kann man zum Beispiel das Puzzle hier downloaden, auch das andere Bild ändern natürlich. Aber ihr müsst darauf aufpassen, solltet ihr diese Sachen verkaufen wollen, müsst ihr bitte auf die Lizenz achten. Da müsst ihr drauf schauen, das Ganze lesen, kann man da anklicken, ob es dann für Verkauf geeignet ist oder nicht.
viele sind nicht geeignet und die meisten Dateien sind aber auch kostenlos, aber man muss halt mit der Lizenz aufpassen und nur für Privatanwender oder. Da müsst ihr jetzt einfach mal selber drauf schauen. Wie gesagt, Seite werde ich euch unten verlinken. Aber das ganz Gleiche kann ich natürlich auch hier unter diesem Button machen. Ich kann jetzt zum Beispiel hier auch mit der KI hier was selber gestalten. Da habe ich auch dieses Foto hier gestaltet. Also ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, weltberühmtes Gemälde. Das ist ja der Schrei, das weltberühmte Gemälde. Habe ein Foto von mir eingefügt. Die KI macht dann dieses Bild hier draus. Richtig cool geworden. Da könnt ihr der KI eigentlich wirklich sagen, was ihr haben wollt und die KI gestaltet es für euch. Aber da müsst ihr selber mal ein bisschen drauf gucken. 3 KI-Gestaltungen im Monat sind, glaube ich, umsonst. Ansonsten muss man sich dann nochmal die Kreditnutzung, hier muss man sich dann nochmal Kredits kaufen. Ist ganz klar, dass eine KI nicht komplett kostenlos ist. Da müsst ihr aber selber mal einfach drauf schauen. So, jetzt gehen wir aber mal zu diesem Teil hier. Das Puzzle, das werde ich euch dann nachher zeigen natürlich. Und jetzt gehen wir mal das habe ich auch mit der KI machen lassen, überhaupt kein Stress. Und jetzt seht ihr schon, ich will das hier auf das Holz gedruckt haben und will dann gleichzeitig das Ganze dann nochmal ausschneiden lassen. Wir müssen jetzt natürlich erstmal mit dem Druck anfangen. Ich habe das Holz auf der ebenen Fläche draufgelegt, das Ganze, dass es dann nicht abhaut. Habe ich noch einen ganz kleinen minimalen Fetzchen beidseitiges Klebeband hingeklebt und habe das dann praktisch auf die Platte gelegt. Ja, da gibt es dann auch noch Erhöhungen, die zeige ich euch nachher. Das funktioniert aber mit den Erhöhungen nicht. Und mit dem Honeycomb, da könnte es dann eher funktionieren, aber wie gesagt, war noch nicht verfügbar. So, also, dann gehen wir jetzt hier, müssen wir wieder den Modus ändern. Und zwar kann man nur den Druckmodus machen oder mit dem Multimodus. Das heißt, drucken und schneiden in einem, müsst ihr natürlich dann anklicken, könnt ihr euch das Material raussuchen, das ist 3 mm Pappelsperrholz, Material anklicken, ist okay. Dann könnt ihr jetzt erstmal die Dicke messen. Da könnt ihr jetzt dann einfach hinfahren, macht automatisch dann die Dickenmessung und dann könnt ihr danach einfach nochmal ein Foto machen, dass es alles aktualisiert ist. Könnt ihr das Ganze millimetergenau ausrichten auf euer Wunschobjekt und dann geht es eigentlich schon los. Tintenstrahldruck können wir mal anstücken, das wird das gedruckt. Da können wir dann auch nochmal verschiedene Sachen einstellen. Das heißt, wenn es da ein anderer Modus drin ist, müsst ihr natürlich diesen Modus erstmal umstellen und auf Drucker stellen, dass ihr das Ganze gedruckt haben wollt, dieses Bild. So, da können wir natürlich dann nochmal die Konzentration einstellen. Ich habe es da einfach mal, ja, 100% einfach mal eingestellt und so weiter. Und dann gehen wir dann auf den Schnitt. Der Schnitt ist dann praktisch genauso. Da könnt ihr eure Einstellungen einfach wählen. Ihr könnt aber auch die Einstellungen aus der Bibliothek herausnehmen. 3 mm Pappelsperrholz schneidet mit diesen Werten hier. Und mehr brauchen wir jetzt gar nicht mehr machen. Das Coole daran ist, dass der Laser euch jetzt alles durch den Prozess durchführt. Wir müssen ja zwischendrin den Bearbeitungskopf wechseln. Das heißt, ihr seht jetzt hier die Vorschau. Hier ist der Drucker. Der ist jetzt praktisch schon drauf, der Drucker. Den Druckkopf habe ich hingemacht. Jetzt müssen wir eigentlich nur Start klicken. Jetzt ist er fertig, jetzt brauchen wir das Ganze einfach nur noch abstecken. Zack, Druckkopf tauschen, gegen den Laserkopf tauschen, anstecken und jetzt gehen wir weiter in die Software. Und jetzt brauchen wir nichts machen, wir haben nichts bewegt, wir müssen jetzt einfach nur noch auf Start klicken. So, schon fertig, können wir rausnehmen, geschnitten hat's, perfekt und wir haben ein Top-Ergebnis auf Holz. Und gleichzeitig alles geschnitten. Aber ihr seht jetzt schon, dass wir hier natürlich, diese Unterlage ist für mich dann eher schon wichtig. Ich habe dann halt jetzt wirklich geschont, dieses Blech hier unten und habe halt dann mein eigenes Blech drüber gemacht. Das kann man dann ab und zu mal abwischen und gut ist. Aber Ergebnis ist doch top, oder was meint ihr? Hier seht ihr noch das Puzzle, was ich vorhin gemeint habe. Also die Puzzleteile sind dann fertig geschnitten, gedruckt und danach kann ich dann mein Puzzle zusammenfügen. Jetzt möchte ich gerade mal ein Thema noch eingehen und zwar bei dem Puzzle war es ja so, dass ich dann hier unten auf der Grundplatte gelasert habe. Sprich, wer natürlich sich ein bisschen auskennt ist, ihr seht, wir haben dann auch wirklich ein bisschen Schmauch hinten am Puzzle. Wer das Ganze nicht möchte, gibt es natürlich noch eine andere Lösung. Xtool liefert noch solche Magnethalter mit, da kann man das ganze Holz nach oben bringen ein bisschen. Und ihr könnt es praktisch dann da drauflegen und ihr könnt es verschieden befestigen. Also wenn ihr es druckt, könnt ihr die nicht nach oben klappen, dann müsst ihr es so machen,
könnt es auch mit dem Klebeband nur ein bisschen befestigen, damit es auch richtig gut hält. Aber man kann es auch nach oben klicken, also ihr könnt es dann umklicken und dann hält es richtig gut. Und somit könntet ihr theoretisch auch schneiden, ohne dass ihr dann Schmauch auf der Rückseite habt. Also wenn das stört, muss das so verwenden. Wie gesagt, die sind magnetisch und halten da auf der kompletten Platte. Also ihr könnt es auf verschiedene Größen nehmen, auch zum Schneiden, aber auch zum Drucken. Und beim Drucken müsst ihr es halt dann so hin machen, sonst geht der Druckkopf gegen diesen Halter. Der M2 ist echt mal vielseitig einsetzbar, muss ich sagen. Schnell mal Papieraufkleber gedruckt und im gleichen Arbeitsschnitt gleich mal ausgeschnitten und die Qualität ist echt perfekt von dem Druck. Macht echt richtig Spaß, damit zu arbeiten. Versuchen wir einfach mal eine schöne Leinwand zu kreieren mit dem Logo, mit dem farbigen. Kommt doch schon mal sehr gut raus. Achtet bitte darauf, dass die Tinte nicht wasserfest ist und dass ihr die Tinte dann erstmal abtrocknen lassen müsst, wenn ihr so auf so eine Leinwand druckt. Aber das Ergebnis, schaut mal diese Farben an, die da rauskommen. Gigantisch. Also echt mal mega top Ergebnis. Bitte nicht gleich drauf fassen. Das muss jetzt erstmal abtrocknen und ihr könntet das theoretisch später dann praktisch die Leinwand auch nochmal versiegeln, damit es dann wasserfest ist, weil die Tinte ist definitiv nicht wasserfest. So, noch ein kleiner Tipp. Ich habe das Ganze mit beidseitigem Klebeband festgemacht, damit es auch ja nicht verrutschen kann und der Fokus wurde hier auf den Rahmen gesetzt, damit es einfach nicht abrutschen kann vom Druckmodul. Aber es gibt auch solche Anti-Rutschfolien, die man da reinlegen könnte, wo dann die Leinwand auch halten könnte. Dieser 4-Farb-Volldruck ist echt mal gigantisch und mit einem normalen Drucker kann man das ja gar nicht machen, weil wir natürlich diese Stärke nicht erreichen können. Und wir können da, ich glaube, 26 mm können wir da an Stärke drunter legen, was der Drucker noch bedrucken kann. Wenn wir schon beim Druckmodul sind, noch ein paar Infos. Und zwar kommen bestimmt ein paar Fragen, wie viel kann ich denn damit bedrucken? Laut Xtool Angabe 35 vollfarbige, so wie das hier, vollfarbige DIN A4 Seiten sind damit bedruckbar. Und nochmal zur Info, die Tinte ist nicht wasserfest, also ihr könnt nur die Materialien bedrucken, wo man dann praktisch mit dem Tintenstrahldrucker bedrucken kann. Aber selbst da gibt es dann Spezialfolien, wo man das Ganze dann auch bedrucken kann für Aufkleber und so weiter und so fort. Und da müsst ihr halt dann auf dieses Gebiet Tintenstrahldruck gehen. Noch eine Info, die Patrone ist nicht nachfüllbar. Das heißt, wir müssen dann, wenn die leer ist, bei Xtool eine neue Patrone kaufen. Was die kostet, müsst ihr bitte auf der Homepage gucken. Ich habe jetzt mal einen Versuch gestartet und zwar diese Seite habe ich mit dem Diodenlaser 10 Watt dieses farbige Logo einfach mal drauf gelasert. Ist auch ganz gut rausgekommen, muss ich sagen. Und jetzt habe ich das Ganze nochmal mit dem Drucker versucht, um den Drucker auch nochmal einfach zu versuchen, wie gut er druckt und vor allem, er ist ja super, super klein, dieses Logo, richtig vollfarbig und ich finde jetzt mal, dass es gar nicht mal so schlecht rausgekommen ist. Was meint ihr dazu, dass der Drucker doch noch relativ kleine Sachen auf Holz drucken kann? Meine Lieben, wir werden jetzt was versuchen. Und zwar möchte ich diesen Rundstab gravieren mit meinem Logo drauf. Also so über die Hälfte will ich das jetzt drüber gravieren. Und ich habe ja euch vorhin versprochen, es funktioniert auch mit diesem Laser ohne Erhöhung, damit wir runde Sachen belasern können. Und das ist ja mal eine richtig, richtig coole Lösung. Also wir gehen jetzt gleich nochmal in die Software rein, dann muss man das noch einstellen. Die Software nimmt euch komplett an die Hand und sagt euch genau, was ihr zu tun habt. Und das finde ich auch sehr, sehr Anfänger geeignet. Also ihr könnt eigentlich gar nichts falsch machen. Und jetzt kommt der Trick dabei. Also, das schauen wir jetzt uns in der Software nicht an. Ich zeige es euch einfach nochmal so. Da gibt es einen Halter. Dieser Halter, der wird dann hier hingemacht. Okay? Und jetzt, Lasermodul ist ja normalerweise so. Und das richtig Coole daran ist, ich kann das Lasermodul jetzt praktisch so rumfahren. Ich stecke das Ganze einfach an. Richtig cool. Und schon kann ich mit dem Rotari hier arbeiten. Das ist doch mal richtig, richtig cool. Und vor allem, das wird auch ganz erklärt, hier sind noch so Abstandshalter, die muss man hier so reinlegen. Das ist ja magnetisch. Der Rotari klebt oder ist magnetisch hier auf der Platte befestigt. Hier ein Abstandshalter, hier ein Abstandshalter hin. Und somit ist der Rotari immer am selben Fleck. Einspannen, fertig. Und jetzt gehen wir mal in die Software rein und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Oh gut, Kabel muss noch verlegt werden. Also da gibt es so Einklickteile hier an der Seite. Kann man das Kabel reinklicken und damit kann man dann auch den Deckel schließen. So, wir schließen jetzt mal und gehen auch in die Software.
Wenn ihr der Software gefolgt seid und alles so gemacht habt, dann erscheint dieses Bild hier. Ihr zieht dann praktisch einfach nur das rein, was ihr auf euer Projekt haben wollt. Und zwar müssen wir jetzt ein paar Sachen noch einstellen. Also ganz wichtig ist erstmal, wenn ihr ganz vorne anfangt, müssen wir natürlich den Modus hier umstellen auf den Rotari. Habe ich natürlich gemacht. Dann können wir nochmal, welches Material ihr nehmt zum Beispiel, könnt ihr auch nochmal machen, aber das könnt ihr auch separat alles da unten dann einstellen. So, und zwar ist es jetzt wichtig, welche Spannbacken ihr habt und das, nein, Moment. Ist es ein gerades Objekt oder ist es ein Zylinder? Also das heißt, wir können das Ganze dann praktisch mit Zylinder-Modus machen oder wir können den normalen Modus machen. Ich habe natürlich den normalen Modus. Weiter geht's, und zwar müsst ihr jetzt nochmal auswählen, welche Zylinderbacken ihr habt. Also das gibt es verschiedene im Lieferumfang enthalten und die werden dann nochmal aufgeführt. Ist also total easy erklärt, sogar vom Bild her. Ich habe diese Zylinderbacken dran, also klicke ich auch die natürlich an. So, jetzt ist es wichtig, dass ihr den Umfang bzw. den Durchmesser eingibt. Beachtung, Durchmesser und Umfang ist nicht das gleiche. Ich mache jetzt einfach mal den Durchmesser, da habe ich 29 mm, gebe ich jetzt alles ein. Jetzt müssen wir natürlich den Abstand noch messen, machen wir aber gleich. Jetzt können wir erstmal unser Logo, ich will das jetzt Umfang, ich habe einen Umfang glaube ich von 10 cm, also 100 mm. Ich möchte das auf die Größe von 60 mm haben. Deshalb gebe ich hier 60 mm ein. So groß soll das Logo um den Stab rumgehen. Und jetzt können wir das Ganze natürlich dann auch noch hin verschieben. Jetzt aber Achtung, hier ist ein Non-Bereich, da dürft ihr das nicht reinschieben, denn der Laser würde dann hier an diese Backen anstoßen. Das finde ich auch noch ganz cool. Ihr habt hier auch noch eine Vorschau. Ihr könnt es auch noch groß machen. Deshalb würde der Laser hier an diese Backen anstoßen. Deshalb achtet darauf, dass dieses Logo dort nur drin liegt. Könnt ihr das noch verschieben, wie ihr es hinhaben wollt. Und hier auf dem Vorschaubild seht ihr das auch noch, wie das Ganze ausschaut. Können wir auch mal groß machen. Und jetzt seht ihr es hier auch noch mal ganz toll, wie das Ganze dann rauskommt im Endeffekt. Und es dreht sich dann auch automatisch. Also wie wir sehen, 60 mm wird es rumgehen. Das Ganze perfekt. Machen wir die Vorschau zu. Und ja, jetzt können wir einfach gravieren, wollen wir machen. Jetzt können wir nochmal unsere Einstellungen machen, raussuchen. Ich mache es 65, 200, egal, müsst ihr selber dann entscheiden, je nach Material. Jetzt können wir dann nochmal eine Vorschau machen, aber wir müssen natürlich erstmal den Abstand messen. Den Abstand messen, das ist auch ganz einfach, da klickt es jetzt einfach mal drauf. Der Laser fährt an eine bestimmte Stelle hin und da wollt ihr natürlich, jetzt schaut an euren Laser, wo ihr das Ganze hinhaben wollt und wo ihr messen wollt. Dann fahrt ihr praktisch noch ein bisschen rüber und macht dann einfach diese Messung. Ich zeige es euch noch mal kurz am Laser. Jetzt seid ihr an der richtigen Stelle vom Laser und deshalb ertrickt ihr einfach diese Messung. Und dann macht er jetzt praktisch hier eine Autofokusmessung. Der holt sich jetzt hier eine Referenzstelle und misst jetzt genau, wo dieser Stab liegt, damit er den Autofokus richtig einstellen kann. Also alles voll automatisiert. Richtig cool. Und schon können wir eigentlich loslegen. Und das ist ja mal richtig cool. Das heißt, wir können jetzt Prozess klicken. Also noch einfacher geht das wirklich nicht. Und dann schauen wir mal, wie gut es funktioniert. Boah Leute, und jetzt schaut euch mal das an, wie gut das funktioniert hat. Richtig schnell und top Qualität. Also mega. Und richtig schön sauber drauf graviert. Jetzt seht ihr hier auch noch diesen Halter, den man da noch ranbauen kann. Den kann man so ranbauen, den kann man so ranbauen. Und dann kann man auch wirklich große Sachen reinmachen. Das ist überhaupt kein Stress. Also diese Flasche wäre überhaupt kein Problem. Also können wir auch große Sachen dort lasern. Wir machen jetzt einen Extremtest. Und zwar mache ich einen Kameraversuch, wie genau die Kamera funktioniert, diese Nahbereichskamera. Ich habe hier einen Zahnstocher. Der ist mit beidseitigem Klebeband festgeklebt, dass er nicht abhaut. Und da wollen wir jetzt mal klein Gipfelholz draufschreiben und schauen, wie gut die Kamera funktioniert und wie genau vor allem. So, Foto haben wir schon gemacht. Wir gehen auf die Oberfläche, auf die flache Oberfläche, stellen wir ein. Und da ist er Zahnstocher. Jetzt muss ich dazu sagen, natürlich, das ist jetzt nicht Top-Qualität von der Kamera. Aber wir müssen darauf achten, das ist die Weitbereichskamera. Jetzt gehen wir nämlich mal auf diesen kleinen Button hier und machen hier mal eine Nahaufnahme. Wow, jetzt seht ihr mal diesen krassen Unterschied von dieser Qualität zu dieser Qualität. Und jetzt haben wir den Zahnstocher ja wirklich mal gestochen scharf hier. Richtig cool. So, und jetzt müssen wir natürlich erstmal
Ich habe da schon mal ein kleines Logo Schrift vorbereitet. Jetzt müssen wir natürlich erstmal eine Messung machen. Und zwar gehen wir genau da drauf und wollen mal den Autofokus nutzen. Okay, super, Autofokus wurde gemacht. Und jetzt können wir dieses mini kleine Logo. Hey Leute, das ist 1,4 Millimeter groß. Absoluter Wahnsinn, mini klein einfach. Ich glaube, das kann ich nachher gar nicht filmen. Aber genau das wollen wir jetzt einfach mal da drauf lasern. Und ich bin mal gespannt, wie gut das funktioniert. Also. Boah Leute, diese Genauigkeit ist ja mal Wahnsinn von der Kamera. Die Ausrichtung, mega. Das ist ja wirklich aufs Hundertstel genau, wie ich das da drauf gemacht habe. Und jetzt schaut mal, wie klein das ist. Das ist so mini klein einfach nur. Man kann es kaum lesen. Also ich brauche da definitiv eine Brille dazu. Aber es ist wirklich gestochen scharf drauf gelasert und genau am richtigen Fleck. Mega Kamera. Natürlich können wir auch nur lasern und jetzt habe ich mal was versucht und zwar mit dem 10 Watt Diodenlaser. Leute, das ist sowas von einfach im Xtool Studio. Ich brauche nur ein Bild reinziehen, sag in der Bibliothek, was ich machen will, also praktisch auf Sperrholz ein Bild gravieren. Die Einstellungen werden komplett rausgenommen und ihr braucht es nur noch auf Start klicken und das war mein Versuch und dieses Ergebnis kam dabei raus. Also ich finde es echt mega geworden, für ein Bild auf Holz zu gravieren. Perfekt, was meint ihr? Ja, ich weiß, man hätte jetzt ganz in einem Arbeitsschritt machen können, aber ich wollte euch noch eine andere Möglichkeit zeigen, um richtig schön sauber zu schneiden. Nicht nur mit diesen Haltern hier, sondern es ist ein Honeycomb, gibt es in verschiedenen Größen, kann ich euch natürlich auch unten in der Videobeschreibung nochmal zusätzlich verlinken. Und damit funktioniert es sehr gut, denn ich kann euch leider im aktuellen Stand nicht sagen, ob Xtool noch einen Honeycomb dafür anbieten wird oder vielleicht das Honeycomb vom M1 benutzen, das gibt es ja eins, aber da schaut es jetzt einfach mal selber. Wie gesagt, ich wollte euch diese Möglichkeit nur zeigen und das schaut dann richtig sauber aus. Also wir haben da keinen Schmauch da unten dran, ihr seht es, richtig schön sauber ist es, schön gelasert. Nicht, dass ihr dann eure Platte unten beschädigt und da kann der Rauch natürlich nicht abziehen und deshalb haben wir immer einen, ich sage es mal, einen richtigen Schmauch unten dran, wenn man direkt auf der Platte Holz zum Beispiel schneiden. Bei anderen Materialien wie Papier oder so, dann ist es natürlich nicht möglich. Natürlich kann man das jetzt auch hier auf das Honeycomb drauflegen, Papier, und dann halt an den Seiten irgendwie festkleben. Würde auch funktionieren, aber nur so für euch als Tipp, dass wir da einfach einen sauberen Schnitt haben, gerade bei Holz, ohne diese Abstandshalter. Mal schnell noch einen Filzuntersetzer, ausgeschnitten mit dem 10 Watt. So, ich habe jetzt nochmal Edelstahl mit dem 10 Watt Diodenlaser versucht. Edelstahl kann man mit dem Diodenlaser nämlich markieren. Achtung, das ist keine richtige Gravur, das ist nur eine Markierung. Dort kann ich verschiedene Farben auch drauf bekommen. Dort eine relativ dunkle Farbe. Das müsst ihr dann selber probieren. Man könnte auch noch heller machen. Die Qualität ist sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ist super rausgekommen. Aber Achtung, es ist wie gesagt eine Markierung. Denn wenn ihr nämlich gravieren wollt auf Metall, auf Aluminium und auf allen anderen Metallen, dann braucht ihr diesen Infrarotlaser dazu. Und das funktioniert nicht mit dem Diodenlaser, sondern es funktioniert nur mit Edelstahl. Jetzt kommt natürlich die Frage, 10 Watt oder 20 Watt Modul, was ist besser? Und das müsst ihr natürlich selber entscheiden. Ich fange jetzt mal so an. Ich habe das jetzt mit 10 Watt getestet, alles in Ordnung, funktioniert. Mit den 20 Watt kann ich aber schneller gravieren und auch tiefer lasern. Also ich kann auch tiefer, dickere Materialien schneiden damit. Und das müsst ihr euch natürlich bewusst sein. Solltet ihr das Geld für den 20 Watt übrig haben, dann den Aufpreis natürlich übrig haben, dann würde ich euch definitiv das 20 Watt Modul empfehlen. Obwohl man natürlich mit dem 10 Watt Modul auch ganz gut durch die Runden kommt. Man braucht halt einfach mal ein bisschen länger und man kann halt nicht ganz so dick schneiden. Aber wie gesagt, das müsst ihr natürlich am Schluss selber entscheiden. Es gibt dann noch dieses Infrarot-Modul. Wozu brauche ich denn das? Das ist gut für Kunststoffe. Habe ich jetzt noch nicht getestet, aber ich kenne es von anderen Modulen, auch vom S1 oder so, dass wir da einfach Kunststoffe gravieren können und markieren können. Wir können dann auch Aluminium, Edelstahl gravieren, Kupfer und so weiter. Halt die ganzen Metalle können wir damit auch nochmal bearbeiten.
Wir haben ja doch so einiges an Material jetzt mal versucht und ein paar Tests gemacht, was damit alles möglich ist. Es ist immer noch nicht alles, was wir durchgetestet haben. Aber was ist denn mein persönliches Fazit jetzt zum M2? Also ich muss schon ehrlich sagen, das Konzept von M2 finde ich schon ziemlich spannend. Vor allem, weil Xtool jetzt hier nicht einfach nochmal einen normalen weiteren Laser auf den Markt bringen wollte, sondern versucht, das Ganze, den kompletten Workflow miteinander zu verbinden und vor allem das Ganze einfacher zu machen. Im Studio kann man so einfach da wirklich ans Ziel kommen, auch für Anfänger. Dieses Gerät ist Plug and Play, muss ich dazu sagen. Man steckt das Ganze an, man wird in der Software durchgeleitet und das finde ich einfach wirklich absolut mega, dass es sowas von einfach erklärt wird und dass man so schnell auch zum Ziel kommt. Was ich natürlich auch noch toll finde, ist, dass der der M2 jetzt auch wirklich, der wiegt ja nur 12, noch was Kilo, ist total easy und mit der Laserschutz-Klasse 1 könnte ich den theoretisch auch auf Märkte mitnehmen und könnte dort vor Ort auch mal ein bisschen lasern. Natürlich muss es auf diesem Markt natürlich auch erlaubt sein, aber diese Möglichkeit besteht. Eins muss ich wirklich noch positiv erwähnen, das finde ich ja wirklich erstens mal die Automatisierung, dass alles wirklich fast vollautomatisch läuft. Dieser Autofokus, mega. Aber diese Dualkameras, muss ich ehrlich gesagt zugeben, ich kenne jetzt keinen anderen Laser auf dem Markt für diese Preisklasse, der so ein perfektes Kamerasystem hat, Dualkamerasystem hat, wo das dann auch noch so richtig perfekt funktioniert. Ich kann da wirklich auf ein Zehntel genau positionieren und das kenne ich eigentlich von keinem anderen Laser auf dem Markt. Also das muss ich auch nochmal positiv hervorheben. Und ja Leute, es gibt auch einen kleinen negativen Punkt, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen negativ, weil da geht es jetzt um die Schnittunterlage, um das Honeycomb. Zum Zeitpunkt des Videodrehs gab es noch kein Honeycomb für den M2. Der M1 hat ja eins und das könnt ihr euch theoretisch auch noch dazu kaufen. Aber für den M2 speziell dafür gab es noch keins. Aber Xtool hat gesagt, da wird es noch in Zukunft irgendwas geben. Jetzt in der Zwischenzeit müsst ihr halt dann einfach nochmal eine andere Lösung finden. Also auf jeden Fall kann ich euch nur empfehlen, dass ihr eine Unterlage benutzt, um dort zu lasern und das Ganze dann natürlich nach oben zu bringen, das Holzstück. Also das geht ja mit diesen Klammern. Ich würde euch ein Blech empfehlen, dann halten auch wenigstens diesen Klammern und nicht so ein Aluteil, weil das hält natürlich nicht, das Magnet hier unten. Deshalb nur ein Blech. Das solltet ihr auf jeden Fall machen, damit ja die Grundplatte einfach länger schön bleibt. Ebenso natürlich kann ich euch nur Honeycombs empfehlen. Ich werde euch natürlich unten in der Videobeschreibung auch verschiedene Größen einfach mal verlinken. Schaut da einfach mal drauf. Die sind nicht wirklich teuer. Das spart euch aber einiges und ihr könnt es dann viel einfacher schneiden als mit diesen Haltern, die dabei sind, weil da fällt natürlich immer dieses Stückchen runter. Klar, man könnte das mit kleinen so Tabs zum Rausbrechen, könnte man das Ganze lösen, aber das ist ja ein Arbeitsschritt wieder mehr, will ich ja gar nicht. Also kann ich euch beim Schneiden einfach nur sowas empfehlen. Ebenso beim Drucken natürlich, damit das Objekt unten nicht verrutscht, definitiv eine Folie benutzen, eine Anti-Rutschmatte, werde ich euch auch unten verlinken, gibt es bei Xtool, passt da genau super rein und dort würde ich dann das Ganze drauflegen, damit das Objekt beim Drucken nicht verrutschen kann. Natürlich werde ich euch alles andere unten auch noch in die Videobeschreibung unten reinpacken, auch diesen Laser. Schaut da mal drauf, was es da verschiedene Bundles gibt. Wie gesagt, es gibt verschiedene Bundles mit verschiedenen Preisen. Schaut euch das Ganze einfach mal an, ebenso wie Xtool Materialien und so weiter und so fort. So, ich hoffe, euch hat dieser kleine Test hier gefallen vom M2 und ich bin mal gespannt, wie eure Meinung darüber ist. Eure Meinung ist mir wichtig, deshalb könnt ihr das Ganze gerne mal unten in die Kommentare reinballern und natürlich solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben oder so, ballert die unten einfach in die Kommentare rein und ich werde mal schauen, ob ich alles beantworten kann. So, ansonsten sind wir am Ende des Videos. Hypt das Video, lasst dem Video einen Daumen da, würde mich echt drüber freuen und das würde Gipfelholz unterstützen. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von Gipfelholz und ich würde sagen, schöne M2 Lasergrüße aus dem Allgäu, bis demnächst. Servus!